Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz an Schulen. Mit dabei ist David Hummel. Hallo. Hallo. Gab es bei Ihnen einen Schlüsselmoment, in welchem Sie bemerkt haben oder wo Ihnen bewusst wurde, dass KI wirklich mächtig sein kann und sinnvoll eingesetzt werden kann? Ja, das war, ich erinnere mich noch, als ChatGPT das erste Mal Wellen geschlagen hat, veröffentlicht wurde. Ich erinnere mich, dass ich einen Artikel in der Zeitung darüber gelesen hatte, ohne wirklich nachvollziehen zu können, was das jetzt konkret heißt. Und dann hatten wir eine Infoveranstaltung in der Schule und ein Schüler kam auf mich zu, Herr Hummel, haben Sie das schon gesehen, und hat mir das gezeigt. Und ich konnte das im ersten Moment gar nicht glauben. Ich habe mich erinnert, der Artikel in der Zeitung, da war ja was. Ich konnte aber erst nicht glauben, dass es tatsächlich funktioniert, und habe dann gesagt, darf ich auch mal ausprobieren. Und es dauerte 5 Sekunden und der Text erschien und ich war baff. Ich war völlig erstaunt, was da möglich war. Ist es denn Ihren Schülern während des Unterrichts oder während der Hausaufgaben erlaubt, KIs zu nutzen? Unterschiedlich. Es gibt tatsächlich immer noch Sachen, wo die Schülerinnen und Schüler selbstständig schreiben sollen, ohne Verwendung von überhaupt Internet, Computern und geschweige denn KI. Es gibt aber auch immer wieder Fälle, wo ich sage, Mensch, probier das mal aus. Also ich erinnere mich, letztens hatte ich einen Fall, Selbstunterrichte Deutsch, sollten die Schülerinnen und Schüler eine Gedichtsanalyse schreiben und danach, wenn er das geschrieben hat, lasst es mal eine KI machen und vergleicht mal und guckt mal, hat die vielleicht etwas entdeckt, was ihr nicht entdeckt habt? Habt ihr etwas entdeckt, was nicht in der KI ist? Überprüft mal, stimmt das, funktioniert das? Das heißt, ich verwende das sehr gerne zur Unterstützung. Sehen Sie es denn hier zukünftig vielleicht ähnlich wie ein Taschenrechner an, den man ab einer bestimmten Stufe in Mathe nutzen darf? Finde ich einen guten Vergleich. Das kann ich mir gut vorstellen. Es ist ja nicht einfach, ich stelle eine Frage, die KI gibt mir eine Antwort und ich bin fertig. Ne? Ich muss die Grundlagen beherrschen, ich muss die Hintergründe verstehen. Und wenn ich den dann einsetze, ist das sehr hilfreich. Man muss eben nicht alles im Kopf ausrechnen können. Dafür gibt es den Taschenrechner und so sehe ich es in anderen Fächern auch. Die KI kann ja wirklich unterstützend aushelfen. Wenn Sie glauben, dass die Unterstützung so weit geht, dass auch jetzt schon die KI vielleicht einen Nachhilfelehrer ersetzen kann? Ich würde es so formulieren, wenn ich ein gewisses Grundwissen schon habe, wenn ich schon ein Grundverständnis habe von einem Thema, dann kann die KI mir sehr gut noch das vertiefende Wissen liefern. Wenn ich sehr viel Hilfe brauche und noch wenig Grundwissen habe, dann wird es schwierig, glaube ich. Wenn jetzt ein Schüler sich eine Analyse der 3-Groschen-Oper schreiben lassen, wie gehen Sie da genau sicher, dass der Schüler jetzt nicht oder die Schülerin jetzt nicht 1:1 alles kopiert hat? Also, zum einen hat man ein bisschen Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern, was sie bisher so abgeliefert haben. Meistens ist es ein qualitativer Unterschied zu KI. Das erkennt man schon einigermaßen. Ich weiß halt, was ich mit den Schülern besprochen habe, welches Hintergrundwissen die bisher haben. Aber im letzten theoretisch können die sich ja auch alles Mögliche noch zu Hause aneignen, im Internet anlesen. Das heißt, von Ausdruck, Formulierungen, Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung abgesehen, wird es irgendwann schwierig, wenn die das gut machen, das zu erkennen. Wie gehen Sie da mit der Bewertung um? Wenn sich jetzt jemand hinsetzt und stundenlang mit der KI da was macht und den perfekten Text draus macht, sehe ich trotzdem einen Lerneffekt. Im Bereich der Formulierung, Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung ist der dann nicht so hoch. Aber wenn ich mich mit denen dann auseinandersetze und im Gespräch feststelle, okay, da hat sich mir jemand zwar mit Hilfe von KI, aber hat dann wirklich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, dann habe ich damit kein großes Problem. Welche weiteren Gefahren bringt der Einsatz von KI in Ihren Augen primär? Primär sehe ich die größte Gefahr in der Gefahr, die ich auch im Internet sehe, dass man einfach unreflektiert Dinge übernimmt. Und wenn man da einfach alles übernimmt, ohne tatsächlich nochmal zu überprüfen, andere Quellen nachzuschauen und sicherzustellen, dass das tatsächlich korrekt ist, das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr, dass man dann eben unreflektiert die Dinge übernimmt und Fehler übernimmt. Man lernt natürlich beim Anwenden einer KI auch, diese immer besser zu bedienen und gute Ergebnisse zu erhalten. Und auch für Unternehmen wird genau das immer wichtiger. Inwiefern sehen Sie hier die Schule in der Verantwortung, die Schüler weiter darauf vorzubereiten? Ja, große Verantwortung. Ich finde, die Schule hat eben nicht nur die Verantwortung, Fachinhalte zu teilen, sondern auch Verantwortung für die Gesellschaft. Und dazu zählt immer mehr auch der Umgang mit allem, was mit IT zusammenhängt. Und jetzt neuerdings auch der Umgang mit KI. Und
Da besteht sicherlich noch Nachhilfebedarf, auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Da gibt's immer die fitter sind und die weniger Erfahrung damit haben. Aber ich glaube schon, dass es unabhängig vom Fach und unabhängig von der Schulform und unabhängig von bei uns dem Bildungsgang, in dem man sich bewegt, es auch eine wichtige Aufgabe von Schule ist, auf den Umgang mit KI vorzubereiten. Hier können wir auch eigentlich nochmal gut den Bogen dann zum Berufskolleg Nord spannen, was ja eben auch sehr gut auf die IT spezialisiert ist. Wenn man Interesse an IT hat und über Abitur oder Fachabitur nachdenkt, gibt es meiner Meinung nach hier, Städteregion Aachen, nichts Besseres. Wer bei uns das Abitur macht, kennt 3 Programmiersprachen am Ende, kennt sich mit Datenbanken aus. Und wenn man Spaß dran hat und in dem Bereich sich weiterbilden will, besser geht's nicht. Alles klar, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.